Hier redt Johan dit. Dit is dat eerste programma over een nieuwe reis over de Offenbarung. Eind van die Bücher im Nieuwen Testament wordt het meiste over de toekomst zegt en over zeer weinig geleest oder darüber gepredigt wordt, erst de Offenbarung, dat laatste boek in de Bibel. Offenbarung meint opduiken. Dat is ook een goede nomen voor dit boek, wils die Offenbarung opduikt wat in de toekomst passieren zal. Zo'n namen we ook Prophetie. Einige Menschen willen de Offenbarung nicht hierin lesen, weil sie meinen, der ist sowieso nicht zu verstehen. Fehlet an der Offenbarung, ist dann auch nicht möglich, weil es doch viel von Gerecht geredet wird, in einem dort Angst merkt, wann einer nicht reit ist, den Herrn zu begegnen. Wir wollen aber sein, dass der Herr dort haben will, dass wir dit Buch lesen und verstehen. Und so kommen wir dann bei Vers 1 und 2 am ersten Kapitel. Das fängt so an. Dit ist die Offenbarung, die Gott, Jesus Christus, geeft, seine Diener zu wiesen, wat am Karten passieren muss. Und schickt sein Engel nur seinen Diener Johannes, dort mitzuteilen, die dort Gottes Wort in Jesus Christus sein Zeichnis in alles, was sagt, betekent hat. Hier wird uns klar gesagt, wem seine Offenbarung dit ist, und wozu uns dit Buch ist hingeloten worden. Dit ist Jesus seine Offenbarung. Dit ist an seine Diener geschrieben, und soll voran opdagen, wat bald passieren soll. Diese Offenbarung gaf hij Johannes, der ja wat ook dat Evangelium en ook die 3 Briefe mit seinen Namen beschrieben hat. Diese Offenbarung kreeg hij durch een himmlische Engel, der ihm dat alles beibracht. Nu willen we ons merken, wat Vers 3 sagt. Da lesen wir, seilig ist die dit Prophetenwoord laast, en ook die wat het hieren, zich daran houden, wat er bijna geschreven steht, denn die tijd is bald hier. Hier wordt een bijzondere Serien über die uitgesproken, wat deze Offenbarung lesen en ook hieren. Jezus zegt, seilig ist die. Von Vers 4 bis 8 habe ich dann Johannes seinen Gruß an die Gemeinden, an die er geschrieben hat. Diese 4 Vers sind ein langer Satz, wat uns ein sehr deutliches Bild gibt von Jesus, der diese Offenbarung gibt. Er sagt so, von Johannes an die 7 Gemeinden in Asien, Gnade und Friede von dem, der da ist, der da wir, und der da kommen wird, und von die 7 Geister versienen trauen, und von Jesus Christus, der an sein Zeichnis treu ist, und der erste von den Todes zum Leben zu kommen, der Herrscher über die Könige auf Erden, der uns Leib haft, und mit sein ewigen Blut von unseren Sünden gewaschen, und uns zu Könige und Priester gemerkt haft, Gott seinen Vater zu dienen. Dem traft alle Ehe und Herrscherkraft in alle Ewigkeit. Amen. Also sei wie dat Johannes hier an 7 verschiedene Gemeinden schreiben soll. Die wären alle in Kleinasien, oder so es von der gesagt wird, in der Türkei. Diese Gemeinden wurden uns zum Teil in der Apostelgeschichte beschrieben. Einige von diesen Gemeinden wurden vom Apostel Paulus gegründet. Ich denke hier besonders an die Gemeinde von Ephesus. Dort wie auch an dieselbe Gemeinde in Ephesus, wo der Apostel Johannes als ein ouder Mann der Älteste wird. Die ephesische Gemeinde wie ein von diesen 7 Gemeinden, und die diese Offenbarung gerecht wird. Nu merkt je goed, wo Johannes die Janje beschrift, die diese Gemeinden Gnade und Friede wünschen. Hier sind mehr als eine Person gemeint. Die erste Person, die er vorstellt, ist die, wat ist, die wat wir, und die wat kommen wird. Hier ist bestimmt Gott der Vater gemeint. Dit drückt Gott seine Ewigkeit uit, dat hij immer gewast ist, und immer seine Wort.
Gott seht je te Moses, ik zie die ik zie. Aber morgen, dat hier noch von der tweede Person de Rede is. Hij redt hier von die 7 Geister verzienen Thron. Hier ist der Heilige Geist gemeint. Dat die Soul 7 einstmal in Verbindung mit den Heiligen Geist gebracht wird, ist nicht fremdet. In Jesaja 11, 1 und 2 wird von dat erste Kommen Jesus geredet, und dort in 7-faltige Geist op am Rühen wird. Ob Jesus wird der Geist vom Herrn, der Geist von Weisheit, der Geist vom Verstand, der Geist von Rot, der Geist wird stark, der Geist von der Erkenntnis, in der Geist von der Furcht vom Herrn rühren. Die Soul 7 ist die Soul von Vollkommenheit. Die dritte Person, wo diese Gemeinden gereist, ist der Herr Jesus selbst, die dritte Person von der Gottheit. Er wird beschrieben als die, wo in sein Zeichnis treu wir. Er betekent die Wahrheit von Gott, wann am dort auch das Leben kosten deid. Er ist aber abgestoßen, und nu reist er die Gemeinden aus die Tscheinig, wat über alle Tscheine gestellt. Wann er nu auch der allmächtige Herrscher ist, haft er aber viel Gnade über seine Gemeinde bewiesen, weil er sein Blut für seine Gemeinde vergoten haft, und andermet von ihre Sünden reingewaschen. Des Jesus haft uns aus seine Kinder zu Tscheinige und Priesters gemerkt, dort wir Gott deinen kennen. In die ganze Dreieinigkeit Gottes traft alle ihr in Herrlichkeit. Dit ist die Gruß, wat Johannes vom Herrn und die 7 Gemeinden von Kleinasien gaf. In Vers 7 und 8 fährt Johannes in seine Gedanken all dort taub, wat der Herr am in der Offenbarung weiß und wat er dann in Einzelheiten beschreibt. Dort ist so ist, wenn Johannes dat kriegt dann aller Sach, und so ist, wenn dat dann groß passiert. Und da sagt kijkt, kämpft mit de Wolken, und am worden alle Uhren seinen, ob die am eine Sied stürken. Und die Menschen ab Erden worden alle eben am trürend jammerieren. So soll es sein. Amen. Ich sieh dat A in dat O, der Anfang in dat Eng, sagt der Herr, der do es, der do wir, und der do kämpft, der Allmächtige. Diese 2 Vers sind sozusagen die Taubfotung von der Hauptwahrheiten einer Offenbarung. In die nächste Aufteilung von dit Kapitel, von Vers 9 bis 20, habe ich dann die Erklärung, wo Johannes dort kam, diese Offenbarung zu schreiben, und wo der Herr Jesus, der am diese Abgabe gab, eigentlich leid. Wir lesen Vers 9 wieder. Dort steht, ich, Johannes, jün Bruder en Kamerad om Lieden, en Gottes Reich, en om de Geduld, die wir durch Jesus Christus haben, wir ab die Insel Patmos, wie like dort Gottes Wort gerät, in für mein Zeichnis über Jesus Christus. Die Tiet aus Johannes dit schreibt, wie ungefähr das Jahr 95 no Christi Tiet. Paulus, Petrus en Jakobus en all die andere Apostel wären nu al Jahren träg gestorben. So in der Mitte von den 60 Jahren. Alle wären heimgereicht worden für ihren Glauben. Sogar Timotheus, der viel jünger wie aus der Apostel Johannes, wie auch für seinen Glauben gestorben. Johannes wie nu auch all ein ouder Mann, wat hingen an der Tachendig oder anfangs 90 wir. Dat wir am Römischen Reich nu ne sehr schwere Tiet für Sonne, wat Jesus Christus öffentlich bekannten. Johannes redt hier davon, dat hij mit de andere Christen in Kamerad om Lieden wir. Alle mussten für ihren Glauben lieden. Dann sagt hij, wo hij wir, als hij diese Offenbarung hat. Hij wir ab die Insel Patmos verbannt, wils hij Gott sein Wort geredet hat, und auch wils hij ein Zeuge für Jesus Christus wir. All dit hat der römische Kaiser Domitian verboten. Einer soll von Christus nicht reden und am nicht öffentlich bekennen. In Vers 10 bis 11
sagt dann so: An einen Gottesdag, wie ich am Geist, en hier hinge meine lüde Stem, so es uit ne Trompet. Die seid, ich zie dat A en dat O, die eerste en die laatste. Wat u sitzt, schreef aan een buik, en schakt dat no die 7 Gemeinden in Asien, no Ephesus, no Smyrna, no Pergamus, no Thyatira, no Sardis, no Philadelphia en no Laodicea. Wann Johannes hier von einem Gottesdag redt, dann meint hij wahrscheinlich den Sinntag, der erste Tag von der Werk. Dat wir manche Christen zu der Zeit, der Tag, an dem sie in die Kirche gingen. Wann dat sagt, hij wir am Geist, meint dat, dat hij sich ganz und gar an geistliche Gedanken en angelaten hat, so es wann einer Deib am Gebet ist. In diesem Zustand hier Johannes hinge sich ne lüde Stem, die wir durchdringend, so ist die Schall von der Trompet. Der Janja, wat so red, stel sich am op ne sonderbare Wies ver. Hij seht, ik zie dat A en dat O, de eerste en de laatste. De letter A oder Alpha wird die erste Letter vom griechischen Alphabet. De letter O oder Omega wird die letzte Letter in het griechische Alphabet. Dit drückt dann deutlich uit, wat Jesus nu seht. Ik zie die eerste en de laatste. Dan zie die stem wat hij doen zal. Hij zal alles abschrijven wat hij gezien had, en dat aan 7 van de Gemeinden in Kleinasien schicken. Wann Johannes bei all diesem vielleicht noch nicht wisst, wer mit am red, wordt hem dat sehr wohl deutlich, als hij sich umdreht. Vers 12 sagt, dan dreid ik me om te zijn, weems stem ik reden hierd. En als ik me omgekickt had, zag ik 7 goldene lampenholen. Interessant, dat Johannes het eerste de 7 goldene lampenholen zag. Een lampenholen wird doortou om de lamp te houden, zodat het licht am wietsten dacht. De lampenholen heeft in zichzelf kein Licht. Bloos dat Licht, wat op den lampenholen abgestalt wordt, jaft Licht. Door werden stahlen de lampenholen de Gemeinden ver. De Gemeinden haben in sich ook kein Licht. Aber wann sie Jesus hochheben en verkündigen, dann jaft het veel Licht. Dan zit Johannes mank de lampenholen op einmal ne Person. Wir lesen Vers 13 bis 15 wieder, wo Johannes sagt, wat hij dan zit. In midden mankt de lampenholen einem, den het so zag als een Menschen sehen. Die had een kleid aan, dat am bot appefeit hangt, in een goldenen Gurt über de Brust. Seine Haare op den Kopf wären aus witte Woll, wit als Schnee, en seine Uhren aus ne Vierflaum. Seine Feit blankerden als geschmoltenet, gewichstet Messing, en seine Stem wie so als een grautet, rügendet Water. Nu weer Johannes dat deutlich. Dit weer de Herr Jesus. Jesus leidt aber ganz anders, als hij hem dan had kennengeleerd, als hij nog hier op Erden weer. Dan wordt Jesus von den Menschen veracht. Leidet dan nicht nur ein König, ein Herrscher. Leidet dan eher nur ein demütiger, schwacher Mann. So ist Johannes am hier sag, so wird hij loten, wann hij als König kommen wird. Seine Kleidung ist hier auch die von ein König. Hier ist die Rede von Gold. Seine witte Haare auf dem Kopf reden nicht von aller Schwachheit, aber von Erfahrung und Weisheit. Von seinen Uhren ist die Rede, dat die so es 4 Pflaumen wären. Dit diet dorop aan, dat hij alles zit, en dat ich alles derch zit, sogar wann wie Menschen am Proben wat fair te merken. Von seine Feit wordt gereed, dat hij so blank als gewichster Messing wären. Dit wären die Feit, wat met grote Nägel mal omkriets en uitgenureld wären. Seine Stem, wat to eine Tijd seht, verjef an, dan sie weiten nicht wat zu daunen.
die wir nu zo als een proselender waterval. In Brasilien, bij Iguaçu, dicht aan de grens van Paraguay, is een gewaltiger waterval. Wann einer dort dicht besteht, ist das so lüd, dat einer sich selbst nicht reden hören kann. Damit vergleicht Johannes hier Jesus seine Stimme. In Vers 16 geht er mit dieser Beschreibung dann wieder und sagt, in seine rechte Hand hat er 7 Stierens, in uit dem Mühl kämen scharpet, doppelschneidendes Schwert, in sein Gesicht, wie so es wann die Sonne in voller Kraft schient. Nu redt Johannes von dort, wat Jesus in seine Hand hat. Dat wären 7 Stierens. Wat diese Bediedendeiden sagt hij ons Lothar. Uit zijn Mühl kommen doppelschneidiges Schwert. Jesus sein Wort ist allmächtig. Dat schnitt durch alle Heuchlerie en alle Leerjes durch. Wat hij sagt, moet passieren. Sein schienendes Gesicht redt von Reinheit und Licht. Wie arm kann keiner sich verstärken. Unsere Sünden kann hij klar aller seinen. Da wären sie wie dann, wo Johannes sich nu verhielt, nachdem er all dit gehört und gesehen hat. Vers 17 sagt, en als ich am sag, fall ich am verfeit, als wann ich dood wär. Aber hij lädt seine rechte Hand ab mir ab und seht, fürcht die nicht. Ich zie de erste und de letzte. Wann wir Jesus so sein würden als Johannes am Sag, dann würden wir auch nicht anders kennen. So geht es jedern, der den Herrn in seine Herrlichkeit auf einmal trifft. Hier lädt er seine rechte Hand ab am Nab und sagt zu Johannes, fürcht die nicht. Ich zie die erste und die letzte. Ich zie die Leben ja. Ich wir dood, aber kick. Ich lebe ab immer en ewig en hab die Schlätels zum Dood ook dat Dodenrecht. Dat meint, dat kein Mensch sterben kann en Dodenrecht können, ohne dat Jesus dat toegelaten heeft. Johannes dacht hij starf, als hij Jesus in seine Herrlichkeit zag. Dat wir aber gar nicht so, weil Jesus allein door even toegebeten heeft. Nu in Vers 19 sagt der Herr Johannes, wat hij doen soll. Door sagt het so, Daarom schreef wat du gesehen hast, wat nu is, en wat nog later komen zal. Dis 19e Vers ist die Einteilung von das ganze Buch von der Offenbarung. Krijgt daarna kan we dit Buch in 3 Teile einteilen. Der erste Teil ist Kapitel 1, wo Johannes beschrift, wat hij gesehen heeft, en wo der Herr sich am offenbart. Der zweite Teil von dit Buch sind Kapitel 2 und 3, wo Johannes dort beschrift, wat nu is. Dat meint dort, wat zu seiner Zeit dann groß wär. Dat wären die 7 Gemeinden, en wo Toestand dann zu der Zeit groß wär. Der dritte Teil sind die Kapitel 4 bis 22, wo uns gesagt wird, wat noch later kommen soll. Wenn wir diese Einteilung brücken, dann ist das ganze Buch viel eher zu verstehen. Zu guter Letzt in Vers 20 erklärt der Herr am, wat die Bilder aller meinden, wat hij gesehen hat. Da lesen wir dann so, dat Geheimnis an die 7 Stierns, die du in meine rechte Hand sagst, in die 7 goldene Lampenhauler, ist dit. Die 7 Stierns sind die 7 Gemeinden ihrer Engel, en die 7 Lampenhauler sind die 7 Gemeinden. Wenn hier die Rede ist von Engel, dann meint das hier nicht so eine Engel, als wir uns gewöhnlich vorstellen. Wenn hier steht, die 7 Stierens sind die 7 Gemeinden ihrer Engel, dann ist das nicht sehr verständlich, wenn wir hier an so eine himmlische Engel denken, so ist die, wat manchmal von Gott geschickt worden, die Menschen ne Nachricht zu bringen. Das Wort Engel im Griechischen meint, einer, wat ne Nachricht bringt. Das kann ein Mensch sein, oder auch ein himmlisches Wesen. Hier sind ohne Zweifel Menschen gemeint, wat die Gemeinden ne Nachricht brachten. En onderweer meint Jesus
die Predigers oder Leiders von diesen 7 Gemeinden. Dort wären die Engel von diesen Gemeinden, die Jan Gebot an Norecht brachten. Diese Gemeindenleiders hat Jesus alle in seine rechte Hand, wils die Gemeinde bloß angehiert, in die Predigers sind bloß Söhne, wat hij schickt, die Gemeinde von am Norecht zu bringen. Wir haben von das erste Kapitel mehrere sehr wichtige Dinge gelehrt. Wir haben gesehen, dass der Herr in besonderen Serien verspricht, für all die, wat diese Offenbarung lesen und hören. Wir haben auch gesehen, dass diese Offenbarung von der ganzen Dreieinigkeit Gottes kommt. Daarna können wir sehen, wie wichtig Gott das damit nimmt, dass uns weiten lässt, was kommen soll. Und dann zuletzt sagen wir, wo Jesus wirklich ist. Er kommt das erste Mal als der Erlöser. Hier oben in der Offenbarung lehren wir am so kennen, als er in alle Ewigkeit seine Wort, der Herr von allen Herren, in die König von allen Königen.